Herzlich willkommen. Es ist Dienstag, 30. Januar 2024, 9:31 Uhr. Wir machen jetzt keine Hitparade. Wir machen jetzt ein Webinar zum Thema Blue Copy Web UI. Der Vortragende ist der Herr Schott, der die ganze Oberfläche insgesamt entwickelt hat, vor allem das Web UI neu gestaltet hat. Also der ideale Experte zu diesem Thema. Und dann ist mein Teil schon beendet und ich würde jetzt an dich übergeben, Manuel. Schieß los, wir sind gespannt. Dann auch von mir willkommen zum Webinar. Wir zeigen heute mal ein bisschen, was sich so in der Web UI getan hat, wie so das Bedienkonzept ist, wo man welche Funktionalitäten findet im Vergleich zur .NET GUI und wie es einfach mal ausschaut. Primär einfach mal an die Blue Copy Kunden gerichtet, die einfach die .NET GUI gewohnt sind und jetzt auch eben mit dem aktuellen EPOS Release die Möglichkeit haben, die Web UI zu benutzen. Wie schaut's denn aus? Mal so Grundlegendes zur Jobübersicht. Man sieht hier in der .NET GUI, man hat die Copy-Job-Schaltfläche am oberen Rand des Bildschirms gehabt mit diesen Einträgen. Es gibt eben ein Kontextmenü und in der .NET GUI hat man auch in der Jobliste ein Kontextmenü, wo man eigentlich ja, ähnliche Menüpunkte findet wie in der .NET GUI. Wenn man eine Zeile markiert, kann man hier über die Schaltflächen unten eben einen neuen leeren Job erstellen, markierten Job kopieren, ja, löschen, verschieben und eben auch öffnen. Geht genauso mit einem Doppelklick, beziehungsweise hier über diesen Split-Button kann man sich den Job auch in einem neuen Tab öffnen. Von daher, die Jobliste ist schon einmal relativ ähnlich. Dann wie schaut's aus? In der .NET GUI war es ja immer so, man hat jederzeit, also am offenen Auftrag, über die Jobübersichtsschaltfläche zurückwechseln können in die Jobliste und eben einen neuen Job öffnen, der dann als zusätzlicher Tab aufgegangen ist. Im Browser ist man da doch ein bisschen eingeschränkter. Wenn man mehrere Jobs innerhalb eines Browser-Tabs darstellt, ja, da kommt man irgendwann an die Grenzen der Ressourcen für diesen Browser-Prozess. Deswegen hier in der Web UI ist es eine Instanz der Web UI kann immer nur einen Job öffnen. Will man mit mehreren Jobs parallel arbeiten, dann eben in eigenen Tabs öffnen und dann hat sich das Ganze. Dann der Job-Editor ist vom Aufbau her auch relativ ähnlich. Hier sieht man Ausschnitt aus der .NET GUI mit den entsprechenden Tab-Reitern. Hier den Ausschnitt aus der Web UI auch nahezu identisch sind die Tab-Reiter. Die Seiten schauen auch relativ ähnlich aus. Weil das eine oder andere ist mal an einer anderen Stelle, aber prinzipiell sollte man sich da schnell zurechtfinden. Dann hier steht was, neue Features wie die Subtasks. Das ist hier in diesem Tab-Reiter, sind nur noch in der Web UI verfügbar oder sind nur in der Web UI verfügbar. Ist einfach ja, der Zeit geschuldet. So viel Zeit habe ich nicht gehabt, das noch in die .NET GUI einzubauen. Und wie Sie vielleicht schon mal gehört haben, planen wir einfach in naher Zukunft die .NET GUI langsam ja, rausaltern zu lassen, in Support einzustellen. Ich meine, man kann immer noch damit arbeiten, man macht sich keine Jobs kaputt, aber man sieht gegebenenfalls neue Features nicht. Von daher, Sie haben jetzt noch die Chance, die .NET GUI mit der Web UI zu vergleichen. Wenn Ihnen irgendwas nicht passt, wenn Sie irgendwo Probleme haben, wenn was langsam ist, wenn Sie Idee haben, wie man was besser machen kann, einfach bei uns melden. Sie haben jederzeit Zeit mitzuwirken und irgendwann gibt es keine .NET GUI mehr und dann muss man mit der Web UI leben, die einem vielleicht nicht an mancher Stelle nicht hundertprozentig passt. Daher keine falsche Bescheidenheit. Dann, was ist denn noch was im Job-Editor? Diese Toolbar steht eben bei der .NET GUI immer am oberen Bildschirmrand und in der Web UI wie an manchen anderen Stellen eben auch ist diese Toolbar am unteren Bildschirmrand. Aber das ist eigentlich das Einzige, wo man groß drauf schauen muss. Dann findet man schon
das, was man sucht. Dann Passwort-Safe-Assistenten gibt's ebenfalls. Der sieht in der Web-GUI ein wenig anders aus. Das ist eben in der .NET GUI, da war der Passwort-Safe-Assistent einfach primär für Blue Copy gedacht. Das heißt, es gibt immer ein Quellsystem, es gibt immer ein Zielsystem. Der Passwort-Safe-Assistent ist für beliebige Jobtypen, die dann auch entweder nur ein oder mehrere Systeme adressieren. Und deswegen ist dort eher die tabellarische Darstellung gewählt, aber schauen wir uns nachher nochmal im Detail an. Letztendlich ist die gleiche Funktionalität drin. Dann ein Logfile gibt's auch in der Web-UI. Das war die .NET GUI, hat sich halt immer das komplette Logfile gezogen. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie einmal einen Stopp in der Phase 6510 für den Datenbank-Restart hatte, dann setzt man den Job wieder fort. Dann hat man einfach zwei Starts, zwei Runs innerhalb von einem Logfile und wird halt eben auch zusammenhängend dargestellt. Weil die Logs halt dann doch mal ein bisschen größer werden können, ist es dann doch, gerade wenn man im Browser unterwegs ist, ein bisschen ressourcenschonender, wenn man einfach nicht das komplette Logfile lädt, sondern es wird immer nur ein Run geladen. Den Run, den man sich anzeigen will, den kann man hier oben dann selektieren. Schauen wir uns nochmal an. Somit ist einfach, es ist übersichtlich, es ist eine geringere Datenmenge und auch diese Blöcke hier, der Inhalt dieser Blöcke wird erst geladen, wenn man aufklappt. Das ist einfach ein kleiner Unterschied. In der .NET GUI rauscht der Text an einem bloß so vorbei und in der Web GUI wird er halt geladen, wenn angefordert. Das Detaillevel, was früher rechts unten war, dass man dann eben auch mal sich die Debug-Zeilen anschauen kann, ist eben auch hier in diesem Control versteckt. Dort gibt es jetzt ein paar weniger Detaillierungsgrade. Schauen wir uns dann auch nochmal an. Ansonsten die Funktion, um Blöcke zuzuklappen, im Logfile raufzuspringen zum Anfang oder zum Ende, ist nach wie vor da. Und hier gibt es dann eben die Übersicht über Errors und Warnings. Kann man dann hier auf der Schaltfläche sich nochmal im Detail anschauen. Ähnlich wie in der .NET GUI. Navigation durch den Job, auch über verschiedene Runs hinweg gibt es dort. Und es gibt da Suche. Die Suche ist jetzt serverseitig und durchsucht dann eben das komplette Logfile. Sehen wir uns dann auch nochmal an. Was gibt's dann noch zum Thema Troubleshooting? Sie kennen es wahrscheinlich. Wenn es da mal Probleme gibt, dann fragen wir im Support gern nach dem Logfile. In der .NET GUI Job öffnen und hier über die Export-Schaltfläche oder auch übers Kontextmenü in der Jobübersicht. In der Web-UI ist genauso im Job-Editor ein Exportknopf oder man kann auch eben mit der rechten Maustaste in der Jobliste auf den Job und dann Export. Der Import, falls wir doch mal einen Job anpassen müssen und Sie kriegen von unserem Support dann einen modifizierten Job. Das funktioniert genauso. In der .NET GUI ist es über das File-Menü oder Dateimenü Import-Job und in der Web GUI ist es im Hamburger-Menü. Das schauen wir uns nachher nochmal an. Einfach links oben in der Ecke. Dort findet man eigentlich alle Punkte, die in der .NET GUI im normalen Menü versteckt sind. Dann, was gibt's noch für den Support? In der .NET GUI gibt's auch immer im Menü unter Hilfe das E-Mail an Support ähm, Control. In der Web UI ist es auch hier in dem Hamburger-Menü versteckt, links oben. Allerdings die E-Mail to Support Schaltfläche taucht nur auf, wenn man einen Job geöffnet hat, weil dann weiß die Funktion auch, welches Logfile muss ich ranhängen. Das ist noch ein kleiner Unterschied. Deswegen manchmal ist die Schaltfläche da und manchmal auch nicht. Dann haben wir jetzt die Folien schon durch. Dann schauen wir uns das einmal an. Ähm, Wie kommt man denn überhaupt zur WebGUI? Die WebGUI ist einfach über den gleichen Port verfügbar, den Sie auch in der .NET GUI im Verbindungsdialog angegeben haben. Oder aber, wenn Sie eine .NET GUI haben, die nicht zu alt ist und die merkt, dass es hier was Epos-mäßiges gibt, dann gibt es diese Schaltfläche, dann ist man automatisch angemeldet in der WebGUI. Ansonsten Credentials angeben und man ist drauf.
Wenn man jetzt keine EPOS-Lizenz hat, dann schaut die GUI relativ ähnlich aus, nur eben, dass diese EPOS-Kacheln nicht angezeigt werden, aber unsere Blue Copy Suite Produkte sind genauso verfügbar. Dann, das ist der Startbildschirm. Hier oben links ist dann eben das besagte Hamburger-Menü mit verschiedenen Funktionen zum Passwort ändern, Reporting, das ist für EPOS eher Auswertung, Job-Status Overview, das schauen wir uns nachher nochmal an. Das ist einfach was, dass man vorm Upgrade zum Beispiel einfach mal schauen kann, welche Jobs sind denn gerade aktiv. Schauen wir doch einfach mal rein. Und zwar im Moment läuft nicht viel. Der Filter ist gesetzt auf eingeplante Jobs, auf Jobs, die gerade am Laufen sind, die im Fehlerstatus hängen und die im Wartestatus hängen über diese Time Range. Und da sieht man dann eben, was denn gerade los ist. Gut, schauen wir mal zurück. Dann Passwort Safe kennen Sie ebenfalls aus der .NET GUI. Sieht hier relativ ja, ähnlich aus. Meine Filterfunktion, der Dialog, um User anzulegen. Der ist jetzt bei der Rollenauswahl ist ein bisschen anders gegliedert, vielleicht ein bisschen anders beschrieben, aber die Rollen kennt man nach wie vor. Und ja, OS-Auswahl, der Rest ist relativ ähnlich. Was es hier noch gibt, es gibt hier so eine Batch-Bearbeitung, Masseneditieren, eben, dass man ein CSV-File importieren kann, dass man ein CSV exportieren kann. Allerdings dort sind keine Passwörter enthalten, weil der Passwort-Safe ist dort eine Einbahnstraße. Aber gerade wenn sich viele Passwörter häufig ändern, dann kann man zum Beispiel sich immer so CSV generieren und das wieder importieren, dass man alle Einträge updatet. Dann haben wir noch das GUI User Management, gibt es eben auch analog zur .NET GUI. Man sieht eben hier Userliste, User hinzufügen, der Editierdialog und letztendlich die gleichen Sachen wie in der .NET-Welt auch, genauso der Rolleneditor und dann eben das Gruppenmanagement für die User. Ähm, Zumindest irgendwo hier findet man es. Dann Periodic Job Scheduling, das ist jetzt auch eher was für EPOS, ist noch nicht für Blue Copy freigeschalten, einfach zum periodischen Einplanen von irgendwelchen Datensammlerjobs. Offset Management, hier geht's einfach um die aber Report-Parameter-Sets, die man sich definiert hat oder nicht. Wenn man den Punkt in der .NET GUI nicht genutzt hat, dann wird man hier wahrscheinlich auch nicht suchen, aber es gibt ihn. Und hier unten sind dann die Sachen, die bei der .NET GUI entweder Menü Extras oder File drin waren. Das ist der Lizenzanforderungsdialog. Ähm, Hier kann man sich dann eben jetzt aus einer Liste das entsprechende Quellsystem aussuchen, wenn man schon mal einen Checklauf laufen hat lassen. Und die Daten werden dann hier eben automatisch befüllt. Ähm, Ähnlich wie in der .NET GUI. Lizenz-Upload, ja, das ist nichts Besonderes. Import-Job, das haben wir schon gehabt. Open Job bei Job-ID, kann eben die Job-ID eines Jobs einfügen und den dann direkt öffnen, ohne sich durchs Menü zu hangeln. Dann Upload Update Package, das ist auch was Neues. Und zwar, ähm, falls der unwahrscheinliche Fall mal eintritt und Sie ein Problem haben sollten mit der Web-UI, bei uns einfach melden. Sie kriegen dann relativ schnell ein ZIP-File. Das können Sie dann über diese Funktion hochladen, einmal refreshen und Sie haben eine neue Web-UI-Version. Dann für die EPOS-Kunden, man kann auch modular die EPOS-Apps updaten. Und das ist jetzt eben auch wieder interessant für die Allgemeinheit. Da kann man einfach dann User-Exit-Pakete hochladen. Man kann diese Upload-Funktion, da stecken Berechtigungsabfragen dahinter. Das heißt, wenn Sie das einschränken wollen, kann man das auch jederzeit über die Rechteverwaltung tun. Aber man muss keine Angst haben, dass hier jeder User irgendeinen Roman hochladen kann. In
den Paketen, die wir ausliefern, die mit dieser Funktion abgedatet werden können, da sind alle Files signiert. Das heißt, wenn dort eine Signatur nicht passt, verweigert das Ding die Zusammenarbeit, dann lädt da auch keiner oder kann keiner unkontrolliert irgendwelche Files überschreiben. Dann haben wir noch, genau, Update-Prüfung und dann eben die Dokumentation. Ist jetzt auf meiner Entwicklerkiste nicht drauf. Bei ist es mit dabei. Gut, zurück zum Einstiegsbildschirm kommt man immer hier rüber. Die Vor- und Zurücktasten im Browser funktionieren auch, solange man es nicht übertreibt. Dann schauen wir uns mal einen Job an. Wir selektieren hier den Jobtyp, mal an der linken Seite die Folderliste, wie auch in der .NET GUI, hier mit Controls zum Editieren und hier geht eben auch das Kontextmenü über die rechte Maustaste. Dann hier sehen wir jetzt die Jobliste in der .NET GUI. Jetzt muss ich mal schauen. Wenn Sie mit der .NET GUI gearbeitet haben, dann haben Sie hier auch, falls es in Einstellungen eingeblendet ist, einmal Templates und einmal Archive. Die werden in Blue Copy für jeden Ordner, werden die quasi als virtuelle Subfolder angezeigt. Ist dann genauso auch in jedem Unterordner. Diese virtuellen Ordner sind jetzt in der WebGUI über diese Tabs abgebildet. Overview sieht man einfach alle normalen Jobs. Templates sieht man eben die Templates und Archives sieht man die archivierten Jobs. Bloß so viel dazu. Man sieht jetzt eben Templates, Archive nicht mehr hier im Folder Tree. Falls man wechseln will, die Applikation, kann man das hier auch machen. Hier gibt es immer Dropdown. Man kann hier zu anderen Apps springen. Gerade bei EPOS könnte es da ja ein bisschen mehr sein. Dann, wie schon zuvor gesagt, es gibt eben auch Kontextmenü und dann eben auch die Funktion Job in neuem Tab zu öffnen. Das ist ganz praktisch, wenn man einfach mit mehreren Jobs arbeitet. Man sieht dann auch hier immer in der Titelleiste zum einen das Symbol für den Status, genauso wie der Status eben nochmal ausgeschrieben. Und wenn man mehrere Jobs am Laufen hat, mehrere parallele Systemkopien, dann sieht man es auch gleich oben am Tab, wenn beim Job irgendwas los ist. Ansonsten können wir mal schnell so durch die einzelnen Reiter durchgehen, beziehungsweise hier unten mal am Anfang die Menüleiste. Job löschen, ist klar, exportieren für einen Support. Dann, was vorher Execution Plan sich genannt hat, heißt jetzt einfach Phases, damit es ein bisschen kürzer ist. Und dort sehen Sie dann eben, zu welcher Zeit welche Phase ausgeführt wird. Alles, was blau ist, das ist was kundeneigenes, eben User Exits, Checkpoints, Subtasks oder ich glaube, mehr fällt mir gerade nicht ein. Und hier sieht man halt einfach, wann starten wir irgendwas und wo haben Sie Platz, Ihre eigenen User Exits reinzuhängen. Dann auf der Startseite, das schaut alles aus wie gehabt. Der Passwort-Safe-Assistent, der schaut ein bisschen anders aus. Ähm, Hier sind jetzt die Daten schon vorbelegt, weil einfach auf meiner Maschine ist einfach schon mal ein Job gelaufen für dieses Pärchen. Daher weiß die Datenbank oder als unsere Datenbank, was das für Systemtypen sind, was für OS, was für DBMS. Da ist es vorausgewählt. Wenn man dann eins weitergeht, Passwörter habe ich nicht gepflegt, dann kommt man eben jetzt zum ersten Punkt, Database Access. Das heißt, dort werden die Datenbank-User abgefragt, je nach Datenbank, ob wir einen extra User brauchen oder nicht. Ähm, Dann für HANA eben die HANA SID, die Tenancy und dann kann man hier die Passwörter hinterlegen. Die User sind einfach nur vorgeschlagen, kann man natürlich jederzeit ändern. Auf dem nächsten Tab sieht man dann alles zum OS Remote Access. Kann man dann auch individuell pro System konfigurieren. Die Usernamen sind auch wie immer Vorschläge von uns, kann man abändern. Dann, falls man unseren Switch-User-Mechanismus benutzen will,
kann man das über diese Schaltfläche, dann wird dort eben nur nach einem Auth-User im Passwort-Safe gesucht. Und genauso, wenn man sagt, OS SSH-Key, das ist eigentlich nur für reine Linux-Installationen. Bei mir brauche ich überall die Passwörter, dann gehen wir hier weiter. Bei Summary wird aber angezeigt, für welche User mit welchen Rollen werden angelegt. Hier kann man nochmals bearbeiten. Create und ja, rödelt einmal durch und wir sind fertig. Copy Settings ist auch relativ ähnlich zur .NET GUI, bloß es wird einfach per Default nicht alles angezeigt. Brauchen wahrscheinlich die wenigsten. Wenn man hier dann Blue Copy Plus Mode auswählt, dann sieht man eben auch diese Auswahlfelder wie in der .NET GUI. Im Normalfall haben wir hier eh nur Database Refresh. Table Backup ist 1:1 identisch wie in der .NET-Welt. Ähm, Da gibt's keine großen Unterschiede. Expert Settings ist eigentlich auch von der Anordnung das gleiche. Es gibt die gleichen Schaltflächen, ist 1:1 das gleiche. User Exits schaut ein bisschen anders aus. Das ist einfach jetzt aufgeteilt auf mehrere Tabs, je nach User Exit Art. Hier in der Übersicht, man sieht einfach mal, in welcher Phase ist was eingeplant, was für ein Typ ist es. Und wenn man die dann eben editieren will, dann geht man eben auf den entsprechenden Tab hier. Ansonsten die Felder, es wird pro User-Exit-Typ einfach nur, wenn diese Felder, diese Spalten angezeigt, die auch für den User-Exit-Typ Sinn machen, und es werden einfach auch schon manche Felder intelligenter vorbelegt. Gibt es ein User-Exit mit einem User-Exit-Interface, ist es genauso nutzbar hier. Dann Subtasks, das ist eben jetzt was Neues, was wir nur in der Web-GUI haben. Falls es jemand noch nicht gesehen hat oder noch nicht kennt, das sind einfach nur quasi diese ABAP Report Parameter Sets, die man in Verbindung mit SAP User Exits nutzen kann. Das heißt, dort ist einfach für einen Report sind Parameter hinterlegt, die der Report erwartet. Dann kann man den parametrisiert starten, ohne dass man Varianten am System braucht. Das ist jetzt hier einfach das Ganze nochmal ein bisschen weiter aufgebaut. Und hier hat man eben jetzt dann diese einzelnen Subtasks direkt in der GUI als Auswahl. Man hakt ihn einfach nur an und man vergibt einen Client, in dem das laufen soll. Entweder ein Default-Client oder man kann es hier pro Task nochmal überschreiben. Und das hat jetzt einfach im Gegensatz zu den ARP-Sets hat es den Vorteil, wir liefern die Dinge einfach aus. Wir sagen ihnen, so wie die parametrisiert sind, funktionieren sie. Und sie werden auch in der entsprechenden Phase gleich eingeplant. Das heißt, man muss sich einfach nicht die Arbeit machen, um sich die ganzen Report-Parameter selber zu erstellen. Und man hat es einfach mit einem Klick. Deswegen einfach einmal durchschauen. Da findet sich für jeden was. Verbreiter SQL, alles wie gehabt. Verbreiter BDLS gibt's auch nichts Neues. Die Anordnung ist einfach ein bisschen anders. Aber Sie sehen die gleichen Schaltflächen, die gleichen Eingabefelder wie auch in der .NET GUI. Analog zum Client Copy Tab, dort gibt's auch nichts Neues. Und jetzt schauen wir uns vielleicht doch ein Logfile an. Nehmen wir uns mal das. Per Default springt man, wenn ein Job ein Logfile dabei hat, in die Summary-Ansicht. Kennen Sie auch aus der .NET GUI. Man kann hier immer wenn es irgendwo ein Pfeilchen gibt, heißt es ja, hier können wir zum Logfile abspringen. Dann, es gibt eben auch hier nochmal Errors and Warnings im Current Run, im jetzigen Lauf. Das Time Accounting, dass man eben sieht, wie lang hat was gedauert, ist auch drin, und die Summary-Tabelle. Und hier gibt es dann eben noch PLS-Monitoring, und für manche User-Exits gibt es dann auch so Monitorings. Dann taucht die entsprechende Schaltfläche hier auf im Logfile. Dort scrollt man einfach mal nach oben. Das ist die Standardansicht. Es ist immer, die Gruppen sind aufgeklappt, die Phasen sind aufgeklappt, und in den Phasen die einzelnen Blöcke sind nicht aufgeklappt. Wenn man sehen will, was sich drin versteckt, muss man draufklicken, wird
dann eben erst on demand zum Client geschickt. Ansonsten gibt es hier die Knöpfe, um mal alle Phasen zuzuklappen, alle Checkphasen ans Ende oder an Anfang springen. Dort ist die Suche, die ist auch hier, wenn man in diesem Tab ist, an Steuerung F gebunden. Mit Pfeil nach oben, nach unten kann man durch seine Suchhistorie schauen und man kann dann eben ja, Suchbegriff eingeben, sich entscheiden, will ich nur in einem Run, im aktuellen, im Run Nummer 1 suchen oder will ich in allen Runs suchen, wenn es mehrere gegeben hat. Case Sensitivity, Regex und dort gibt es dann eben die Ergebnisse in dieser Liste. Schaut vielleicht ein bisschen komisch aus, aber man weiß zumindest in welcher Phase, wo gab es einen Treffer und man sieht dann in der Vorschau schon, wo hat der Suchbegriff gematcht. Muss man einfach ein bisschen rumspielen. Ansonsten die Navigation durch die Warnings und Errors gibt es immer noch. Hier in dieser Liste Übersicht über alle Errors. Man eben auf die entsprechende Zeile klickt, scrollt man dort hin. Navigation ist einfach, wenn alle Phasen angezeigt, über alle Runs. Das heißt, wenn man einfach hier weiter nach unten scrollt, wenn es mehrere Runs gibt, dann kann man auch zum anderen Lauf springen. Ansonsten über diese Schaltfläche. Das Debug-Level, das angezeigt werden soll, sieht man hier. Jetzt ist einfach Debug 1 bis 5 ist unter Debug zusammengefasst. Debug 6 bis 8 ist unter Trace, ist aber unter Debug ist das meiste zu finden. Es gibt noch Einstellungen und zwar, man sieht jetzt hier, will man Inline Timestamps sehen. Wenn man das abhakt, dann sieht man jetzt hier bei jeder Zeile immer nur einen Buchstaben, ob es Info ist, Warning, Error oder Debug. Und dort versteckt sich im Tooltip der Timestamp. Will man das nicht haben, dann gibt es da die Show Inline Timestamps. Dann sehen Sie es wieder wie im Blue Copy, beziehungsweise mit Only Unique. Dann wird immer nur die erste Zeile in einem Block, kriegt einen Zeitstempel und dort, wo der Zeitstempel identisch ist, sieht man dann nichts mehr. Gut, ansonsten sollte man eigentlich gut durchgekommen sein. Ähm, Was gibt's noch? Genau, die Schedule History hat es in den alten WebGUI-Versionen noch nicht gegeben. Dort sieht man einfach, wann wurde von wem der Job gestartet. Das ist eben in der .NET GUI, sieht man es in der History. Ja, heißt auch History. Bloß noch als Info am Rande. Wie kommt man wieder zurück aus einem Job raus? Es ist vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn man hier drauf drückt, auf das X geht der Job zu, man landet wieder in der Jobliste und über diesen Link hier auf dem Logo kommt man wieder zur Hauptseite. So, ich glaube, ich habe jetzt eine halbe Stunde verbraten. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns dann, Sie beim nächsten Webinar wieder begrüßen zu können. Bis bald. Tschüss.